Herzlich willkommen zum monatlichen Webcast, in dem wir Ihnen auch dieses Mal wieder die aktuellen ProSiG-Blickpunkte vorstellen möchten. Mein Name ist Christine Weigel. Aus diesen 4 Rubriken werde ich Ihnen im Anschluss gleich die einzelnen Punkte vorstellen. Aus Ihren Rückmeldungen in den Webcast-Kommentaren haben wir die Punkte 3 und 4 vertauscht. Wir starten mit dem Einblick. Auswahl der Entwicklungen aus der letzten monatlichen Sprint-Version. Das ist in diesem Fall Sprint 102/103. Die aktuellen Versionen im Moment sind ProSiG 6.4.2 Service Pack 6 und ProSiG 7.3 Sprint 102/103. Die aktuellen What's New Dokumente habe ich Ihnen hier wieder unter dem Webcast verlinkt. Ich stelle Ihnen heute wieder die Neuerungen in Version 6.4.2 Service Pack 7 vor. Da hatten wir auch im letzten Webcast schon einige Sachen, die ich Ihnen präsentiert habe. Heute geht es um das automatische Einfügen von Gleismagneten beim Erzeugen von BÜ-Überwachungssignalen. Für diesen Bahnübergang hier möchte ich jetzt ein BÜ-Überwachungssignal einfügen. Und zwar habe ich mir dafür schon den Punkt markiert, an dem das eingefügt werden soll. Ich starte die Funktion Signale und es ist sicherzustellen, bevor ich die Einfügung vornehme, dass hier der Haken bei zugehörigen Gleismagnet einfügen gesetzt ist, damit der Gleismagnet auch gleichzeitig mit dem Signal eingefügt werden kann. Ich füge dann anschließend ein BÜ-Signal ein. Die Implementierung betrifft diese 4 Überwachungssignale, die hier als erstes in der Liste erscheinen. Füge das Signal an meinem markierten Punkt ein. Und dann sehen Sie hier, wurde der Gleismagnet automatisch mit eingefügt. Das Ändern von Streckendaten. Für mein Projekt Pehausen habe ich jetzt hier neue Streckendaten erhalten. Hier habe ich bereits 3 Strecken, und zwar sind das die Strecke 89, 81, 82 und 80. Ich lese jetzt die neuen Streckendaten ein über GND-Kilometrierung, die entsprechende Schnittstelle, und lade meine GND-Datei. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, für vorhandene Streckendaten in der GND und in der Zeichnung die Daten in der Zeichnung zu überschreiben, einen neuen Streckennamen in der Zeichnung zu erzeugen oder aber meine Daten zu überspringen. Ich habe auch die Möglichkeit, alle Daten in der Zeichnung zu überschreiben oder alle zu überspringen. Für die Strecke 8980 überschreibe ich jetzt einmal die Streckendaten. Für die 8981 erzeuge ich einen neuen Streckennamen. Hier bekomme ich den vorhandenen Streckennamen vorgesteuert mit einem Minus versehen und die nächste zur Verfügung stehende Ganzzahl. Ich kann diesen Streckennamen übernehmen oder ich kann den benutzerdefiniert überstimmen. Ich übernehme den einmal. Für die Strecke 8982 überspringe ich die Streckendaten und bekomme im Anschluss einen Report aufgeschaltet für die Strecken, die ich entweder neu importiert habe oder aber die ich überschrieben habe in der Zeichnung. Und anschließend kann ich mir dann auch nochmal den Report anzeigen lassen. Dort werden dann alle Streckennamen nochmal aufgelistet. So kann ich das dann auch überprüfen. Es gibt auch die Möglichkeit, vorhandene Strecken in der Zeichnung umzubenennen. Dafür kann ich den befehlszellenorientierten Befehl strrename verwenden. Hier bekomme ich dann eine Streckenauswahl vorgesteuert, wo ich dann die umzubenennende Strecke auswählen kann. Und auch hier wird wieder der ursprüngliche Streckenname vorgesteuert, mit einem Minus versehen und der nächsten zur Verfügung stehenden Ganzzahl als vorgesteuerter Name. Das kann ich einmal übernehmen, wenn ich das möchte, oder ich kann auch einen benutzerdefinierten Namen angeben. Mit Enter wird der Name übernommen und die Streckenzuordnung der Objekte wird dann entsprechend aktualisiert. Ein neues Schriftfeld nach Richtlinie 8860102 für die Tabellenvorlagen im ProSiG Engineer. Für mein Projekt Pehausen möchte ich jetzt hier einmal die Signaltabelle 1 exportieren. Dafür erstelle ich zunächst einmal die Ansicht und exportiere das Ganze nach Excel. In der entsprechenden Vorlage ist das Schriftfeld entsprechend der Richtlinie 8860102 bereits enthalten und auch schon eingefügt für alle Tabellenblätter. Für ProSiG 7 wurde die Version Sprint 102/103 Anfang März ausgeliefert. Ich möchte heute folgende Änderung mit Ihnen betrachten: Festlegen der Weichen für den Export in die ETCS Muka-Weichentabelle. In einem ETCS Level 2 Projekt kann man über das Projektobjekt die entsprechende Ansicht einstellen. Für meine Weichen kann ich dann hier die richtige Stellart angeben
In diesem Fall sollen die jetzt elektrisch ortsgestellt sein. Dadurch verändert sich auch die Ansicht in der Zeichnung. Die anderen Weichen bleiben elektrisch ferngestellt. Ich kann dann über Objektart editieren, für die weichen Anlagen die Eigenschaften anzeigen lassen. Und hier gibt es jetzt das neue Attribut Export in ETCS Level 2 Tabelle. Hier kann ich einmal die gesamte Zeile markieren und dann über Rechtsklick vorberechneten Wert eintragen lassen. Meine beiden Weichen W41 und W42 werden dabei automatisch ausgefiltert. Ich kann auch hier zum Beispiel mal einen Autofilter drauf machen, dann sieht man das. Das sind genau diese beiden Weichen, die elektrisch ortsgestellt sind. Also die werden dann automatisch nicht mit exportiert. Ich starte jetzt mal den Export für die ETCS Muka Weichentabelle. Erstelle hierfür zunächst die Ansicht und exportiere das Ganze nach Excel. Da sind die Weichen 41 und 42 nicht enthalten. Durchblick. Nützliches, interessantes, Tipps und Tricks. In der Vergangenheit bzw. zurzeit noch in der aktuellen Version PROSIX 6 wurden die Projektinformationen in Form einer MDB-Datei gehalten. Für PROSIX 7 werden die Projektinformationen in einer Binärdatei abgelegt, das ist eine PPJ-Datei. Der Vorteil hierbei ist ein schnelleres Laden und Speichern der Daten. Zusätzlich wird für die Dateiablage auch weitaus weniger Speicherplatz benötigt. Neuberechnung der Datengrundlage von Bereichsobjekten nach geänderten Start-Ziel-Positionen. Werden in PROSIX 7 punktförmige PROSIX-Systemobjekte verschoben, die gleichzeitig eine Begrenzung für ein Bereichsobjekt darstellen, wie zum Beispiel dieses Signal ZR1. Das ist Zielsignal mehrerer Fahrwegobjekte und hier beginnen auch mehrere D-Wege. Dann ändert sich die Kantenzuordnung für das zugehörige Bereichsobjekt nicht automatisch. Ich verschiebe das jetzt einmal inklusive der zugehörigen Elemente. Und wie man hier sieht, passen sich die Bereichsobjekte nicht automatisch an. Hierfür ist dann eine Benutzerinteraktion erforderlich, um die automatische Berechnung der Datengrundlage anzustoßen. Das kann ich über die Objekteigenschaften vornehmen. Hier habe ich meine Fahrwegobjekte. Und dort kann ich für die topologischen Abstände A und B, wo hier die Ausrufezeichen angezeigt werden, einmal über Rechtsklick zum Beispiel sagen, vorberechneten Wert eintragen. Bei den D-Weg-Elementen mache ich das genauso. Entweder über das Ausrufezeichen oder aber wieder über Rechtsklick vorberechneten Wert eintragen. Und dann sind die Elemente hier auch in der Zeichnung angepasst. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das punktförmige Objekt nicht über die zugehörige Kante hinaus verschoben wird. Beim Verschieben von Freimeldeabschnittskomponenten wird der zugehörige Freimeldeabschnitt allerdings automatisch angepasst. Editieren der Eigenschaften von PROSIX-Systemobjekten im Bauzustand. Hier zeige ich jetzt an einem Beispiel, wie sich das Editieren der Eigenschaften eines PROSIX-Systemobjekts auf andere Bauzustände auswirkt. Und zwar nehme ich dafür mal mein Signal A und ändere für das Signal A in Bauzustand 3 die Bezeichnung. Schalte dazu den Bauzustand um und ändere hier den örtlichen Elementbezeichner. Bei der Änderung wird das Ganze dann auch bis in die Eigenschaftszellen hinein geändert. Also da sieht man hier auch jeweils immer den Ein- und Ausbauzustand. Wenn ich dann zurückschalte in Bauzustand 2, habe ich hier die ursprüngliche Bezeichnung noch drin. Jetzt fällt mir im Nachgang aber ein, dass ich gegebenenfalls dort in Bauzustand 1 nochmal eine andere Bezeichnung einbaue und ändere hier wieder im Bauzustand 1 diesmal die Bezeichnung A in C. Dann habe ich hier natürlich wieder die Rot-Gelb-Darstellung, wie gewohnt. Wenn ich zurückwechsle in Bauzustand 0, habe ich meine Bezeichnung A da drin stehen. Im Bauzustand 1, wie soeben gesehen, AC. Im Bauzustand 2 hat sich das Ganze jetzt so ausgewirkt, dass ich dort als Bestand das C drin stehen habe. Wenn ich wechsle in Bauzustand 3, ändert sich hier die Bezeichnung wieder in B.
Das hatte ich ja ursprünglich einmal angegeben. Und im Bauzustand 4 habe ich dann den vorläufigen Endzustand. Das ist jetzt hier das B. Zu den Auswirkungen beim Editieren der Eigenschaften eines PROSIX-Systemobjektes gibt es auch eine Tabelle in der PROSIX-Hilfe. Die ist auch online verfügbar. Und zwar finden Sie die unter PROSIX Planungssystem Prozesse LST-Planung. Dort unter Planungsprozess Bearbeiten von Bauzuständen. Das ist in Punkt 6 hier entsprechend beschrieben. Augenblick mal. Ihre Fragen und Hinweise aus der Anwendung, dem Support und den Webcast-Kommentaren. Hierzu haben wir aktuell neue Hinweise in unsere FAQ. Das entsprechende Dokument habe ich Ihnen auch wieder hier unter dem Webcast verlinkt. Der eine Punkt dazu ist gleichzeitiges Öffnen mehrerer Betriebsstellen eines zuvor aufgeteilten großen ESTW-Datenbankprojektes. Und der zweite Punkt dazu, korrekte Darstellung von Füllungen bei PROSIX-Objekten. Bitte lesen Sie dazu die entsprechenden Informationen in der FAQ. Kommen wir zum letzten Punkt für heute. Ausblick, wie es weitergeht, woran wir arbeiten und forschen. Vom 20. bis zum 23. September diesen Jahres findet in Berlin wieder die InnoTrans statt. Das ist die internationale Fachmesse für Verkehrswesen, auf der wir neue Informationen zu PROSIX vorstellen werden. Die Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. Unter prosiq.de, Infoblog Veranstaltungen, finden Sie die aktuellsten Veranstaltungen von PROSIX, unter anderem eben auch die InnoTrans, und hier werden die aktuellen Informationen regelmäßig hochgeladen. LST2BIM, Vervollständigung der Objektbibliotheken, diesmal in Bezug auf die Kabeltrassen. Zunächst sind die Grundeinstellungen für den späteren BIM-Export im Projektobjekt einzustellen. Dies betrifft den Bezugspunkt für X und Y, IFC-Version, Objektbibliothek und Level of Detail. Hier sehen Sie jetzt, was bereits in der aktuellen Version PROSIX 7 enthalten ist, sich also bereits im produktiven Einsatz befindet. Für Signale und die zugehörigen Fundamente können für den BIM-Export die zugehörigen BIM-Modelle angegeben werden. Für die Kabeltrasse sind wir gerade dabei, für die Kabelschächte ein topologisches Modell zu schaffen, und dafür gibt man ein BIM 3D-Modell an, um die baulichen Eigenschaften für die Trasse festzulegen. Hier wurde jetzt der Export vorgenommen. Und hier sieht man jetzt, wenn wir ein kleines bisschen gleich reinzoomen, die Zuordnung der darunterliegenden 2D-Objekte zu den 3D-Objekten. Zum Abschluss sehen Sie jetzt noch eine Flugsequenz über den Musterbahnhof Pirhausen. Somit sind wir auch wieder am Ende des heutigen Webcasts angekommen. Unser nächster Webcast findet am 18. April 2022 statt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin und bleiben Sie gesund.